Wir sind hier jede einzelne Bucht abgefahren, um immer festzustellen, dass alles zu klein und zu flach ist oder zu felsig. Okay Leute, jetzt zählt's. Ich sitze im Motorraum und bin total aufgeregt, weil das muss jetzt passen. Die Leute sind fast alle an Deck und schauen auch ein bisschen. Wir haben relativ starke Böen. Guckt mal Leute, wie traumhaft schön das ist. Das ist das Naturschutzgebiet Zingaro. Das ist echt atemberaubend. Auch die ganze Küstenlinie ist echt traumhaft schön. So sieht es aber tatsächlich aus. Also ich will euch das auch nicht vorenthalten. Könnt ihr sehen, wie viele kleine Motorboote da hinten sind. Es ist halt Sonntagnachmittag. Jeder will aufs Wasser, ist ja auch klar. Deswegen haben wir jetzt außerhalb vom eigentlichen Ankerfeld Anker geworfen. Im Moment liegen wir auf felsigem Grund, aber der Anker hält. Und wir warten jetzt mal so 1-2 Stunden. So, ich denke mal so um 18 Uhr werden die ganzen Ausflügler dann auch weg sein. Und dann hoffen, dass wir da einen Spot kriegen. Wenn nicht, da wo wir vorletzte Nacht waren, ist 5 Meilen darauf. Castellammare del Golfo, wo wir letzte Nacht waren, ist 5 Meilen darunter. Und dazwischen gibt es auch nochmal eine Möglichkeit zu ankern. Na, das war ja jetzt mal ein Dämmerturn. Unglaublich. Wir sind hier jede einzelne Bucht abgefahren, haben in jede Bucht mal reingeguckt, um immer festzustellen, dass alles zu klein und zu flach ist oder zu felsig. Wunderschöne Ecken entdeckt, spektakuläre Felsformationen und aber teilweise auch erschreckend, wie diese kleinen Ausflugsboote halt echt nichts kennen. Ne? Die fahren durch die Badezonenabsperrung durch und ankern mitten in der Badezone. Ist echt krass, ne? Ja, wir sind hier in Guidaloca. Das ist jetzt hinter diesem Felsen ist schon der nächste Hafen, da wo wir letzte Nacht lagen. Ja, also ich bin froh, dass wir das jetzt gefunden haben. Hier ist alles sandig, hier ist genug Platz. Und wir werden aber Starkwind erwarten die nächsten Tage. Das heißt, wir werden uns vermutlich morgen schon darunter verziehen, weil hinter der Mole sind nur 3 bis 4 Plätze. Und am Donnerstag geht's los. Das heißt, wer früh kommt, kriegt einen Platz. Alle anderen haben Pech gehabt. Und ja. Und außerdem liegt da ein Freund von uns. Den wollen wir gerne wiedersehen. Das ist schon eine ziemlich coole Ecke hier, dieses Nordsizilien. Haben wir das schon mal gesagt? Ich glaube schon 1000-mal. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück nach Castellammare del Golfo, nach einer durchschaukelten Nacht. Morgens ist es dann ruhig geworden. Das Problem ist dann immer nur, wenn wir mit dem Po in die Welle liegen. Weil dann klatscht das bei der Amel. Und das war die Nacht so. Das heißt, Christoph und ich, wir haben beide relativ wenig geschlafen. Jetzt fahren wir wieder, weil es soll vielleicht heute Mittag gewittern. Und Steffi fährt morgen wieder. Die verlässt uns morgen. Und dann können wir heute Abend nochmal vielleicht essen gehen. Und ja, wir hoffen, dass das zweite Paket kommt, dass wir unseren Wassermacher wieder in Betrieb nehmen können. Für alle, die immer sagen, ihr motort nur, hier wir segeln.
Castellammare del Golfo kennen wir inzwischen schon ein bisschen. Vor ein paar Tagen waren wir hier, weil stärkerer Wind und Gewitter angesagt waren und man hinter der Mole sehr geschützt liegt. Nachdem das alles halb so wild war, sind wir zurück nach San Vito lo Capo, weil es dort so schön ist. Und jetzt fahren wir wieder nach Castellammare del Golfo, weil ein Paket für uns in einem Tabacchi angekommen ist. Das Paket ist für uns ziemlich wichtig. Es enthält einen Ersatzteil für den Wassermacher. Wenn man auf einem Boot lebt, ist Post bekommen immer eine logistische Herausforderung. Man braucht eine Adresse, jemanden, der das Paket annimmt, einen Weg an Land und einen Ankerplatz, bei dem das alles immer funktioniert. Castellammare ist dafür sehr praktisch. Und dazu kommt, wir mögen den Ort. Die Stadt liegt am Hang über dem Hafen und der alte arabische Name Al-Madarik bedeutet wohl die Stufen. Das passt auch ziemlich gut, weil man vom Wasser aus tatsächlich immer nach oben läuft. Und am Hafen steht noch das Kastell, das auf die arabische Zeit zurückgeht und später von den Normannen erweitert wurde. Viel Geschichte also, aber für uns ist Castellammare in diesem Moment vor allem eins. Ein sicherer Ankerplatz, ein Paket im Tabacchi und ein Ort, an dem wir wirklich sehr gern noch einmal an Land gehen, bevor es dann bald weitergeht. Das Paket ist tatsächlich angekommen. Jetzt kann Christoph endlich versuchen, unseren Wassermacher wieder zum Laufen zu bringen. Das ist der Schlauch, den uns Julian geschickt hat. Hier hinten sind nochmal Adapter drauf, weil ich ein britisches Gewinde habe, ein BSP, also British Standard Pipe. Und diesen Bajonettverschluss oder ich weiß gar nicht, wie der heißt, diesen Steckverbinder, den muss ich jetzt noch reinigen. Und dann wird das Gewinde hier mit Gewindedichtung eingeklebt. Das war auch vorher schon von Rainman offensichtlich so gemacht worden, deswegen mache ich das jetzt wieder. Vielen Dank nochmal an Julian von Ocean Spring Watermakers. Der hat uns diesen Schlauch also als Freundschaftsdienst gemacht. Julian ist kein Ersatzteilhändler, sondern der hat aus seiner Blauwassererfahrung selbst hochwertige Wassermacher entwickelt. Und zwar 230 Volt Systeme, 12 Volt Systeme, 24 Volt Systeme und sogar 48 Volt Systeme. Das heißt, er kann alles abdecken und seine Wassermacher sind besonders langlebig und wartungs- und reparaturfreundlich. Deswegen lohnt sich das wirklich, die anzugucken. Das ist jetzt vielleicht nur eine kleine Bastelei, aber echt ein großer Schritt für uns. Ich habe das gestern mit Schraubensicherung eingeklebt, habe das jetzt über 24 Stunden in der Sonne liegen lassen, damit es wirklich komplett aushärtet. Okay Leute, jetzt zählt's. Ich sitze im Motorraum, bin total aufgeregt, weil das muss jetzt passen. Wir haben nur noch, ich glaube, 50 Liter Wasser oder so, das reicht nicht weit. Also ich schalte jetzt an. Bitte wünscht mir Glück. Also wir nähern uns jetzt dem kritischen Druckbereich. Immer noch alles trocken. Und hier auch. Oh wow, also bisher scheint es dicht zu sein. Die ersten 30 Sekunden laufen auf voller Last. Bei den Böen traue ich mich jetzt nicht, die seitlichen Solarpaneele auszuklappen, aber wir haben relativ Glück. 94% Batterielade und der entnimmt jetzt immer 1265 Watt und ungefähr 300 Watt. 400 Ampere haben wir. Also wir können jetzt schon eine Stunde mindestens, vielleicht auch 2, den betreiben. Bin echt erleichtert. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel.
Wir liegen hier, muss man sagen, gut und ruhig. Der einzige Nachteil ist, es ist direkt vor uns ein Berg, der hat auf der linken Seite eine Schlucht und rechts ist er zu Ende. Das heißt, der Wind kommt mal von der Richtung, mal von der Richtung. Wir schweuern extrem deswegen. Und wir sind deswegen hier, weil für die nächsten Tage, also für heute und morgen, starke Gewitter und starke Böen vorausgesagt sind und danach hohe Welle draußen über einen Meter. Deswegen haben wir hier Zuflucht gesucht. Und als wir kamen vor 2 Tagen, war es hier leer. Da waren wir zusammen mit Helmut, der vor uns liegt, die einzigen Boote. Und jetzt ist es ziemlich voll geworden. Es ist auch relativ eng. Der Katamaran hinter uns, der liegt jetzt noch ungefähr 8 Meter von uns weg. Man muss echt aufpassen. Also die Leute sind fast alle an Deck und schauen auch ein bisschen. Wir haben relativ starke Böen. Ja, also wir müssen das jetzt beobachten. Wir hatten übrigens mit dem Boot und dem Anker auch schon mal einen Sturm auf Mallorca erlebt mit über 45 Knoten, knapp 50 Knoten. Dazu gibt es ein Video, wenn du das sehen willst, schau dir das gerne an. Nach gefühlten 3 Wochen ist es soweit, dass wir den Golf heute verlassen möchten. Wir haben aus dem Golf raus den Wind eher gegen an, aber danach ist er halb bis achterlich für dort, wo wir hinwollen. Ich drehe mich mal aus der Sonne, das wird sonst nichts. Es war jetzt keine leichte Entscheidung zu gehen, weil es ist echt schön hier. Der Ort ist schön. Oben San Vito lo Cabo war toll. Also man kann es hier echt gut aushalten. Aber wir wollen zu den Liparischen Inseln und von hier passt der Wind nicht ganz so oft in die Richtung. Und im Moment passt er. Und das einzige Stück ist jetzt der Golf hier raus, weil wir hatten einen recht starken Wind und es hat sich jetzt eine Welle aufgebaut. Wir wissen nicht so ganz, was uns erwartet. Wir hoffen, dass wir durchkommen. Wir gehen davon aus, dass wir durchkommen, sonst würden wir nicht fahren. Aber mal sehen. Kann sein, dass es zu wenig Wind für die Welle ist und wir es ja vielleicht doch abbrechen müssen. Wir werden es jetzt mal probieren. Was sagst du dazu? Ja, ich freue mich, wenn es weitergeht. Es war jetzt echt schön. Das ist ein schöner Ort, hat mir gut gefallen, weil er, also unten ist er eher so ein bisschen touristisch, oben ist er sehr ursprünglich. Aber jetzt sind wir, glaube ich, eine Woche schon hier, jetzt darf es auch mal weitergehen. Zusammengeräumt ist fast alles und ich glaube, wir sind gleich soweit. Nur noch die Fender festbinden. Christoph muss nur noch die Fender festbinden. Die hatten wir hängen, weil es sehr starker Wind war und einige Boote auf Drift gegangen sind. Warum machst du das jetzt so? Weil es sonst hinten bei der Welle so rumschlägt. Und weil ich habe ja das Dingi schon gehängt, ich komme da nicht mehr so richtig gut ran. Deswegen mache ich es jetzt lieber so. Hier hinten stört es uns auch nicht. Na gut.
Ich glaube, wir sind jetzt beide ganz schön müde geschaukelt. Ja. Also seit wir los sind, schaukeln wir so vor uns hin, mal ein bisschen mehr von rechts, mal ein bisschen mehr von links, ne? Ja, aber immer viel. Aber immer viel. Wir haben jetzt noch, was war das vorhin? 13, dann sind es jetzt vielleicht noch 10 Meilen. Ja, 12 Meilen sagt er. 12 Meilen, sagt er, wir fahren 3,8 bei 11 Knoten Wind. Können wir uns da beschweren? Jo. Mir geht's zu langsam, aber nie beschweren können wir uns nicht. Egal wie, dem geht es immer zu langsam. Das letzte Mal, als ich das aufgenommen habe, hat man das nicht so richtig gesehen, als er vorne drin saß. Wir fahren heute nach Zaffarano. Das ist hinter der Bucht von Palermo. An Palermo sind wir eben vorbei. Werden erst um 8 oder so ankommen. Also schon in der Dämmerung. Wenn es uns da gefällt, bleiben wir da vielleicht 2-3 Tage. Wenn nicht, fahren wir relativ schnell weiter nach Cefalù. Aber die Bucht von Cefalù wird jetzt noch sehr unruhig sein. Insofern, wir haben es ja nicht eilig und wir brauchen dann sowieso einen Wind auf die Liparischen Inseln. Hier war es jetzt recht ruhig, es war kaum einer unterwegs. Mag daran liegen, dass es die letzten 2-3 Tage ständig gewittert hat. Zum Glück nur über Land. Heute Nacht hat es um 5 nochmal angefangen zu gießen. Da sind wir aufgestanden, haben schnell alle Luken dicht gemacht. Das hat ungefähr so lange geregnet, bis alle Luken dicht waren. Dann hat es auch schon wieder aufgehört. Wir sind unterwegs. Das ist so mit das Wichtigste. Kurz vor Sonnenuntergang erreichen wir schließlich die Bucht am Capo Zafferano. Müde vom Schaukeln, aber froh, wieder ein Stück näher an den Liparischen Inseln zu sein. Ob wir hier wirklich ein paar Tage bleiben können, entscheidet sich morgen.